Letztes war halt auch wieder so einer, der die ganze Zeit, der hatte 3 Shops offen, mit XY ist ein Scammer und hat auch die ganze Zeit geschautet. Oh, das ist ein Scammer, nicht von dem kaufen oder handelt nicht mit dem, das ist ein Scammer. Also auf Englisch natürlich. Und ich meine, grundsätzlich ist das ja eigentlich nett gemeint. Aber das Ding ist halt, man weiß genau, warum die Leute das machen. Die Leute machen das, weil sie sauer sind. Sie wollen irgendwie Rache. Aber letztendlich, ich meine, den meisten Leuten ist das halt scheißegal. Also ich meine, grundsätzlich natürlich, wenn du jetzt liest, okay, der Typ ist ein Scammer, dann gehst du jetzt nicht extra zu ihm und fragst ihm, yo, was verkaufst denn du so? Schon klar. Aber mal angenommen, du siehst jetzt, das ist ein Scammer und am nächsten Tag siehst du, der Typ, der angeblich ein Scammer ist, verkauft genau das, was du suchst. Ja. Und dann hast du das vielleicht noch im Kopf. Aber du wirst dann bestimmt nicht nur, weil irgendein Random gesagt hat, ja, das ist vielleicht ein Scammer oder so, wirst du jetzt dann nicht von dem irgendwas kaufen. Das Einzige, was vielleicht die Nachwirkung sein könnte, ist, dass du halt besonders also wenn du es wirklich noch im Gedächtnis hast, dass du halt sagst, oh, da war doch was, muss ich jetzt echt aufpassen, dass der da... Also, ja. Aber so grundsätzlich, du kannst ja nicht einfach so gescammt werden. Ich meine, Scam basiert ja meistens entweder darauf, dass du jemandem vertraust, dem du nicht hättest vertrauen sollen. Oder halt, ich meine, sowas wie Last Minute das Penya aus dem Trade nehmen und so, ja, aber das, ich meine, das funktioniert eigentlich nicht. Also ich meine, grundsätzlich ist es... Also wenn solche Scams funktionieren, dann bist du, ich meine, man ist immer selber schuld. Aber dann kannst du halt nicht mehr vielen Leuten die Schuld geben, I guess. Also Scammer bleibt Scammer, keine Frage. Sage ich immer wieder. Also beim Scam ist man immer selber schuld, wenn man nicht aufgepasst hat. Oder nicht genug aufgepasst hat. Deswegen bleibt der Scammer trotzdem ein Scammer. Aber vom Prinzip her halt, ja, wie gesagt, also du würdest halt dann nicht jetzt irgendwie anfangen, also dir den Namen aufzuschreiben auf so eine Scam-Liste und dann nie wieder mit dem zu traden oder so. Wie gesagt, das Maximale, was passieren kann, ist, dass du halt noch ein bisschen daran denkst, oder wenn der Name dann nochmal aufploppt, erinnerst du dich vielleicht daran, ah ja, da war ja was. Aber das war's dann auch schon. Und wie gesagt, die Leute machen das ja dann auch eigentlich nicht wirklich aus gutem Willen, so im Sinne von, ich will die Community vor diesem Scammer beschützen, sondern die machen das halt wirklich nur aus dem Grund, ich bin sauer und ich will es ihm irgendwie heimzahlen und deswegen ziehe ich jetzt seinen Namen in den Schmutz. So ungefähr. Also unterstelle ich jetzt mal. Kann sein, dass es ein paar Leute gibt, die wirklich die Community warnen wollen, aber ich sag mal so, welcher Scammer ist so blöd und scammt zweimal mit dem gleichen Char? Also wenn es ein richtig dicker Scam war, würdest du Name Change benutzen und dann wieder scammen. Und wenn nicht, dann hast du halt einfach 5 Charakter oder so und scamst halt immer mal wieder mit einem anderen oder so. Also effektiv bringt das nicht wirklich was, will ich letztendlich damit sagen. Und die Leute machen das auch nicht aus dem Grund, sondern die Leute machen das hauptsächlich, um sich halt zu rächen in irgendeiner Form, auch wenn sie eigentlich wissen, dass es nichts bringt. Whatever. Es ist traurig, aber es ist die Realität. Der Name ist gerade riesig auf dem Screen aufgetaucht. Oh, tatsächlich. Broker, der hat gestern bei mir gelevelt. Damn, da habe ich den Namen sogar gestern schon gesehen. Einfach nicht scammen lassen. Danke, Pokerface, für diesen unfassbar tollen Rat. Ich danke dir vielmals, Big Bro.